Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dennis aus Hamburg immer noch. Yes! Und ihr habt es gesehen, heute stelle ich euch oder mache ich das ultimative Battle der Louis Vuitton Düfte, und zwar Imagination, Pacific Chill und Afternoon Swim. Ja, heftige Lage. Welcher ist besser? Für welche ist die Jahreszeit, was Sommer angeht, die beste, wenn es sehr heiß ist, wenn es schwül ist und so weiter und so fort. Das werde ich euch jetzt erklären und erzählen. Vorweg, es sind 3 geile Düfte für den Sommer. Wirklich geile Düfte. Wir fangen mal mit den ersten an, dem Imagination. Yes! Und das ist ein Duft, der sehr frisch ist und das übliche, ja, in der Kopfnote hat, ob das diese typischen Früchte wie Bergamotte etc. pp. Sind, zitrisch, aber eben eine geile Teenote. Der Duft beruhigt. Der Duft ist einfach beruhigend und erfrischend und kommt einfach sehr, sehr gut an da draußen. Oh ja, leicht minzig ist er auch, kühl und ja, er ist sehr beliebt und nicht nur draußen, sondern auch bei Parfumo. Es ist Platz 1, glaube ich, der Männerdüfte, also Respekt. Und der ist aber auch wirklich gut. Dazu hat er noch eine gute Haltbarkeit. Also wenn man so zwischen 25 und 30 Grad, so wie heute zum Beispiel hat, dann ist dieser Duft perfekt. Richtig nice. Geht natürlich auch, wenn es wärmer ist. Aber da würde ich einen anderen bevorzugen. Und zwar, wenn es über die 30er Marke geht, das ist eben auch hier mal der Fall. Vor allen Dingen, wenn es ein bisschen schwüler ist, man schwitzt mehr, dann würde ich Afternoon Swim nehmen. Das ist einfach der Poolduft. Frische Orange. Ja, das ist kühl, frisch, als wenn ihr wirklich in einen kalten Pool springt. So müsst ihr euch den Duft vorstellen. Passt besser als der Imagination, finde ich. Das ist meine Meinung. Ihr könnt ja unterschreiben, was ihr davon haltet. Aber ich finde den Afternoon Swim, wenn es über 30 Grad geht oder wenn es dabei, es muss ja gar nicht 30 Grad sein. Es kann ja auch 26, 27 Grad haben, aber die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Also habt ihr gefühlte mindestens 35 Grad und dann ist einfach dieser Duft am besten. Das ist meine Meinung. Dann haben wir aber noch den Pacific Chill. Den darf man auch nicht vergessen. Den neuen Duft. Der ist fruchtig frisch dazu. Den kann man, finde ich, ja, einfach nehmen, wenn es so 23 bis 25 Grad, auch wärmer natürlich. Der schwebt so ein bisschen dazwischen. Die Aprikose macht es auch ein bisschen frischer, als wenn ihr, ich weiß gar nicht, ob es einen Aprikosen-Eistee gibt, aber ich glaube nur ein Pfirsich, das ist so ähnlich. Ich müsste das euch ungefähr so vorstellen, wenn ihr aus dem Kühlschrank den Eistee nehmt und dann richtig am besten noch Eiswürfel reinmacht. So ähnlich ist dieser Duft eben nur mit Aprikose. Dattel ist ja auch drin. Feige. Das nimmt man alles wahr. Ich finde, das ist so das Zwischending. Man kann alle 3 Düfte am Strand benutzen. Man kann alle 3 Düfte zum Ausgehen benutzen im Hochsommer, also wenn man spazieren geht. Hier zum Beispiel an der Alster. Und so weiter und so fort. Da funktionieren sie wirklich alle. Aber wie gesagt, ich finde, dass der Afternoon Swim wirklich, wenn es richtig heiß ist, am besten funktioniert. Das heißt nicht, dass ihr darauf warten müsst, oh, jetzt, ich hoffe, ich kann ihn nur benutzen, 260 € ausgeben, aber nur wenn es über 30 Grad ist. Nein, ne, nur mal vorweg, ihr könnt ihn noch bei 10 Grad. Alle 3 Düfte, den weiß ich jetzt nicht, aber die anderen, doch, ich war ja auf der Veranda und wir hatten da nur 10 Grad. Das ist ja nachts in Hamburg ist es kühler. Dann kommt der auch cool. Aber die anderen, weiß ich, funktionieren auch, wenn es kalt ist. Sommerdüfte funktionieren wirklich wunderbar, wenn es frisch ist. Die kommen richtig geil. Da entwickelt sich der Duft noch ganz anders. Andersrum ist es ein bisschen schwieriger, Winterdüfte, also richtig süße Düfte im Sommer zu benutzen. Ich rede jetzt nicht von Erba Pura, sondern richtige andere starke Düfte. Da ist es ein bisschen schwieriger, weil die Düfte noch süßer werden. So. Ja, jetzt ist nur noch die Frage, welcher Duft ist besser? Beziehungsweise welcher von den 3 ist am besten? Das ist sehr schwer, finde ich. Ich finde alle 3 sehr, sehr gut. Da sind ja noch andere Sommerdüfte, aber ich finde, die 3 sind so definitiv vor den anderen. Ich blende die jetzt nochmal ein. Wie gesagt, On the Beach, California Dream und City of Stars, glaube ich. Jetzt habe ich, ne? War das diesmal richtig? Ich werde sie einblenden. Aber ja, ich finde das ist so schwer. Also, ja gut, der beliebteste ist einfach er, wenn ihr Komplimente haben wollt, bekommt ihr Komplimente. Der geht mit. Der ist auch nicht, Haltbarkeit ist am besten. Punkt. Dann bin ich der Meinung, kommt der Pacific Chill und der Afternoon Swim
ist einfach so ein bisschen der Schwächste. Aber wirklich sagt, das nicht sage ich ja, wenn es wirklich heiß ist, kommt der geil. Aber eben auch nicht so ein paar Stunden weggehen, da müsst ihr was mit haben und nachsprühen. Das ist hier nicht der Fall. Den nehmt, selbst wenn ihr den irgendwann nach 6 Stunden nicht mehr wahrnehmt, nehmt anderen den noch nach 8 Stunden wahr. Also, ja, ich denke eben, ich finde alle so gut. Ich müsste, von der Süße, von der Fruchtigkeit finde ich den sehr, sehr nice. Ich finde einfach durch die Aprikose vor allen Dingen, Aprikose, nicht Orange, nicht Banane, solcher Banane gibt es auch ganz selten Düfte. Das Übliche, das hat er nicht und, ach, ja, schwer. Diese jetzt zu sagen, zu wanken ist schwer. Ich sag Imagination auf 1, Pacific Chill auf 2 and Afternoon Swim auf 3. Sage ich jetzt einfach mal. Ich kann das auch gern wechseln, das, ja, lassen wir es lieber. Es ist schwer. Ich finde sie alle 3 gut. Wenn ihr richtig geile Sommerdüfte haben wollt, testet sie, geht in den Louis Store und macht mal einen Schnuppertest. Und ja, sagt mir, welche ihr am besten findet. Vielleicht habt ihr auch alle 3. Sagt mal Bescheid. Ich weiß, dass der Pacific Chill nicht so gut abgeschnitten hat. Ich kann das gar nicht verstehen. Vielleicht ist der, ja, hier ist der Mensch immer so ein bisschen, was erwartet ihr? Noch so einen? Dann hättet ihr euch auch beschwert oder viele. Und deswegen, ich weiß nicht, das mit der Aprikose ist mal definitiv was anderes. Das finde ich gut. Und ja, mal sehen, was als nächstes kommt. Also ich finde ihn gut. Ja, ist geil. Mit der Dattel. Ich mache ja auch gern Datteln. Die sind sowas von gesund, Datteln. Geil. So, aber bevor ich abschweife, ja, das war der Vergleich. Ich hoffe, dass ich konnte euch helfen für den Sommer, der jetzt definitiv da ist. Und ja, testet sie, wenn ihr sie noch nicht kennen solltet. Also, bis zum nächsten Mal.